wie es ist. Gestern war ja der Trachtenumzug und der ist wahnsinnig spannend vom körpersprachlichen Aspekt. Wir Menschen zeigen da ja ein Verhalten, das erstmal weltweit überall gleich ist und zweitens sich von der Tierwelt gar nicht so unterscheidet, und ich meine das im wertschätzendsten Sinn. Wir schmücken uns. Das heißt, sobald sich der Mensch vom schnöden Überlebenskampf abgehoben hat, hat er begonnen, sich zu schmücken, und zwar immer so, dass er sich ein wenig von der Nachbarsippe, von der Nachbargruppe unterschieden hat. Wenn wir hier schauen, da gehen die einzelnen Gruppen vorbei. Sie unterscheiden sich in der Form, in der Farbe und vor allem in einem, nämlich in der Kopfbedeckung. Hüte, natürlich die Hüte, denn der Kopfschmuck hat die größte Fernwirkung. Das heißt, auf weite Entfernung konnten wir schon diesen Menschen identifizieren. Gehört er zu unserer Sippe oder zu einer fremden Sippe? Des Weiteren, die Größe des Hutes gibt auch den Status wieder. Ich habe mal in einem kleinen Bauerndorf gewohnt und da war es üblich, dass die alten, größten Bauern die größten Hüte tragen. Und auch, jeder kennt Winnetou, den größten Federschmuck hat einfach der Häuptling. Schau mal weltweit die Kopfbedeckungen an, wie unterschiedlich die eigentlich sind. Und dazu wird noch auf den Hut eine Jagdtrophäe zum Beispiel gegeben, wie wir auch hier bei dem sehen. Er hat nämlich einen Gamsbart aufgesteckt. Und dass die Größe des Hutes einen Unterschied macht, sieht man an diesen beiden Herren. Hier haben wir einen Hut und hier haben wir den Hut und noch den Gamsbart. Das heißt, Hüte zeigen Status. Hüte machen uns größer. Oft werden elegante Federn angebracht, alle Signale, ich bin sehr mächtig, ich bin sehr kräftig, der größte Gamsbart befindet sich auf meinem Hut, oder Wanderer, wer die meisten Nadeln von erklommenen Gipfeln oder von Berghütten hat, der hat auch gewonnen. Das heißt, Hüte sind tatsächlich ein klares Unterscheidungsmerkmal. Übrigens auch in Religionen. Auch Frauen tragen Hüte. Sie zeigen damit natürlich auch das Unterscheidungsmerkmal, sie machen sich größer, und auch sind Männer hergegangen und haben ihren Frauen Schmuck gegeben, den sie sich an die Hüte gegeben haben, sodass jeder gesehen hat, dass das eine wohlhabende Familie ist. Allerdings haben Kopfbedeckungen bei Frauen auch eine andere Funktion. In einigen Trachten ist es so, dass sobald die Frau verheiratet ist, eine Kopfbedeckung bekommt und damit die Haare verdeckt. Und man weiß, die Haare sind ein wichtiges sexuelles Signal. Übrigens die gleichen Signale wie Unterscheidung in der Farbe, Schmücken des Äußeren und die einzigartige Kopfbedeckung sieht man bei dieser Trachtengruppe.